Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von UF Pro, der M2 Parker, die ULT Combat Pants und das Striker X Combat Shirt in ATEX Yukon. Wir haben euch in unseren verschiedenen Tarnmuster-Vergleichsvideos auch verschiedene Tarnmuster von der Firma ATEX aus den USA vorgestellt. Ganz neu im Sortiment ist ATEX Yukon. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist das quasi ATEX Gegenschlag zu Multicam. Habe ich hier mal auf die eine Seite gehängt. Und hier haben wir dann nebendran das ATEX Yukon, das ihr einmal im direkten Vergleich auch seht. Die Idee war, ein Tarnmuster zu schaffen, das für den Übergang geeignet ist, um eben auch dann zwischen verschiedenen Klimazonen, zum Beispiel von bewaldet in wüstenähnliche Gegenden, abdecken zu können. UF Pro hat jetzt hier eine kleine Sonderserie gemacht. Wir haben hier von der Sonderserie 3 von 4 Teilen da. Das heißt, das Einzige, was hier noch fehlt, ist der Boonie. Bestehend aus dem M2 Parker, den haben wir euch auch schon im Detail vorgestellt. Die ULT Combat Pants haben wir euch schon vorgestellt und auch das Striker X Shirt, was hier unten drunter gerade getragen wird. Für alle die das sich nochmal separat angucken wollen, in einer gedeckten Farbe, wie zum Beispiel Steingrau Oliv, hängen wir euch die Videos in die Videobeschreibung. Aber für alle anderen, die das nicht wollen, werden wir jetzt einmal ganz kurz über die Features der Bekleidungsstücke gehen. Wir fangen mal an mit dem M2 Parker. Der ist tatsächlich auch mein absoluter Favorit von UF Pro, weil er eben in Richtung Smog geht und trotzdem vom Design her eher was von der M65 hat. Wir haben auch extra heute mal den Tim dazu geholt, damit wir hier ein bewegliches Model haben und nicht mit der Schaufensterpuppe arbeiten müssen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, Tim. Sehr gerne. Gut, gehen wir einmal über die Features. Der M2 Parker von UF Pro ist mit 50% Polyamid und 50% Baumwolle ausgeführt. Das ist original ATEX Yukon Stoff, der hier bedruckt worden ist, und beziehungsweise das Muster ist original bedruckt auf dem Stoff, der hier eingesetzt wird. Und von der Ausstattung her hat man beim M2 Parker 4 aufgesetzte Taschen, ähnlich auch wie bei der M65 Jacke. Der Unterschied hierbei ist natürlich, man hat auch ein paar Einflüsse sich aus dem Smog geholt. Wir haben hier die beiden Brusttaschen, die von oben zu öffnen sind und mit Klett verschlossen werden. Dann darunter liegen aber nochmal 2 zusätzliche Taschen, die von innen zugreifbar sind mit einem Zipper. Das heißt, da kann ich zum Beispiel Kartenmaterial unterbringen. Da sind auch nochmal elastische Schlaufen eingearbeitet, um eben auch Gegenstände fixieren zu können. Und dann hat man unten nochmal im Hüftbereich 2 große Taschen und die sind mit Slotted Buttons verschlossen. Das heißt, ich habe hier eine Abdeckflappe und darunter sind dann die Knöpfe. Das heißt, auch die gucken nicht hervor oder sind verräterisch von der Form her, sondern die werden unter der Flappe getragen. Das Ganze hat eine Umlegefalte bei der Tasche, wie man das auch von einem Smog her kennt. Das heißt, es kann auch kein Staub oder Dreck hineinkommen, weil ich hier eben einfach dann mit der Umlegefalte die Tasche komplett verschließe. Auch hier wieder, wie es gehört, Laschen, um nochmal Gegenstände sichern zu können. Perfekt gelöst, unserer Meinung nach. Ich lasse jetzt einfach mal offen, Tim. So, die Front wird mit einem Reißverschluss komplett verschlossen. Da hat man sich dazu entschlossen, einen YKK-Zipper zu nehmen, der nur ein Schiffchen hat. Geht bis hoch in den Kragen, hier auch mit einer Zippergarage, damit das Bärtchen auch nicht eingeklemmt wird. Und hier rechts und links nochmal 2 Wülste, die den Reißverschluss ein bisschen einfassen. Das heißt, es kann sich eigentlich beim Öffnen oder beim Schließen des Reißverschlusses nicht verklemmen und trotzdem ist der Reißverschluss ein bisschen geschützt. Unten drunter ist natürlich nochmal eine Windflappe, wie es gehört, damit eben auch da der Schutz gewährleistet ist. Ins Innere gehen wir später. Ja, dann gehen wir mal zu den Oberarmtaschen, einmal zur Seite. Hier haben wir UF Pro typische Oberarmtaschen, großes Design mit einem Klettfeld, hier natürlich auch mit einem Einschub für Stifte, über die Front zu öffnen mit einem Reißverschluss, im Inneren keine weitere Unterteilung. Dann, wenn wir hier sind, gehen wir gleich mal auf den Belüftungsteil. Das haben sie sehr schön gelöst, unserer Meinung nach, denn man hat hier unten einen Knopf, den man öffnen kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Jacke tatsächlich von ganz unten bis hier ganz oben aufzumachen, um hier Luft reinzulassen. Die ist hier aber dann nochmal abgenäht, beziehungsweise ab hier ist nochmal ein Mesh-Einsatz. Das ist im Prinzip dafür gedacht, dass wenn ich die Jacke von oben öffne, zum Beispiel so nur bis hierhin oder bis hierhin, dann hat man es wirklich auch, dass hier dann auch kein Viechzeugs reinkommen kann. Dann hat man hier diesen Mesh-Bereich, der dann
das Ganze schützt. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, hier von unten zu öffnen und vor allem durch den Knopf, der hier unten geschlossen bleiben kann, könnte ich jetzt hier den Reißverschluss nur so weit aufmachen, um zum Beispiel hier an mein Messer, an mein Holster, an meine Magazintaschen, was auch immer, ranzukommen, ohne den Parker ablegen zu müssen. Ja. Dann gehen wir einmal ganz rum. Am hinteren, unteren Bereich findet man wie bei Smogs häufig üblich die sogenannte Wilderer-Tasche. Die ist im Vergleich zu einem Smog relativ klein ausgeführt beim M2 Parker. Das heißt keine große ausladende Tasche, wo man auch ein Poncho unterkriegt, aber zumindest mal von der Größe her so designt, dass man etwas reinbekommt. Die ist mit 2 Zippern ausgestattet, kommt von beiden Seiten dann rein und kann dann hier zugreifen und zumindest mal ein bisschen Kleinkram hier unterbringen. Bei der Kapuze hat sich UF Pro an bewährten Mitteln bedient, die auch schon in anderen Jacken zu finden sind. Und zwar einmal mit dem integrierten Headvisor, der hier die Kapuze fix am Kopf befestigt. Man hat quasi so eine Art Sunvisor, wie man das aus den 80ern kennt, ein Stirnband mit einem Schirmchen. Das ist hier eingearbeitet, das trägt man dann auch tatsächlich am Kopf, kann eingestellt werden und dann wird dieses Teil mit Klett in der Kapuze innen befestigt. Dadurch hat man dann die Möglichkeit, den Kopf immer frei zu drehen, ohne dass die Kapuze einem das Sichtfeld versperrt. Die Kapuze dreht sich quasi immer mit dem Kopf mit und das ist eine sehr coole Sache. Ansonsten hat man hier nochmal zusätzlich eine Drahteinlage, um sich das dann eben bei Bedarf auch so anzupassen, wie man das gerade braucht. Und natürlich gibt es auch Schockkord mit Kordelstoppern, um das Ganze hier noch ein bisschen justieren zu können bei Bedarf, damit man das schön einrichten kann. Falls ihr dieses Kopfsystem nicht nutzen wollt, könnt ihr das natürlich auch komplett rausnehmen, ist nur mit Klett eingesetzt, um dann eben auch so arbeiten zu können. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze im Kragen verbaut ist. Übrigens, die Kapuze des M2 Parker ist ein 2-Lagen-Laminat. Das heißt, ihr habt hier eine absolute Wasserdichtigkeit gegeben im Kopfbereich. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Jetzt wollen wir die Kapuze aber im Kragen unterbringen. Das heißt, wir legen ihn an oder legen die Kapuze an, rollen das Ganze hoch. Im Kragen habe ich hier hinten so eine Flap. Da stecke ich das einmal rein, habe dann pro Seite 2 Druckknöpfe und mache die dann dazu. Und dann kann ich damit die Kapuze im Kragen verschwinden lassen. Gucken, ob ich das hier blind auf der Seite auch hinbekomme. Ich denke schon. So, den vorderen spare ich mir jetzt mal. Und dann habe ich hier auch nochmal Schockkord und einen Kordelstopper, um hier auch nochmal das Ganze ein bisschen justieren zu können. Letztes Feature vom M2 Parker ist der Schulterbereich. Der Tim ist zwar gut gebaut, hat aber nicht solche Schultern wie so eine Ultramaschine. Da setzt UF Pro auch wieder auf die Airpacks. Das sind quasi Polster, die hier in die Jacke eingearbeitet worden sind, die dann die Schultern von der Jacke abheben. Das Polster ist quasi Mesh-Polster, wo Luft drin sich lagern kann. Und wenn ich einen Rucksack, einen Plattenträger oder einen Chestrig trage, dann habe ich hier den großen Vorteil, dass eben das nicht direkt zusammengedrückt wird, das Material nicht so schnell ermüdet und eben auch keine Schweißstellen sich bildet und generell auch der Komfort erhöht wird. Gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Bitte einmal raus aus der Jacke. So, die an den Schultern sind fix verbaut, das heißt, die sind fest vernäht, kann man nicht rausnehmen, aber hier im Rückenbereich gibt es auch nochmal ein Polster. Das ist dann da, wo der Rucksack anliegt. Und da kann ich das mal rausholen und euch mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Ist ungefähr 8 bis 10 mm dick und lässt sich auch leicht zusammendrücken. Und das ist dann für den Komfort eine gute Sache. Und hier im im Rückenbereich, den Teil kann man auch herausnehmen und dann separat nochmal waschen. Ja, das war im Endeffekt der M2 Parker, wobei, wenn wir hier drin sind, können wir noch ein weiteres Feature zeigen. Und zwar, das ist auch was man vom Smog kennt. Hier im Hüftbereich sind auch nochmal Zugbänder, um das Ganze eben eng ziehen zu können und natürlich auch im unteren Bereich, um den Jackenabschluss unten zuziehen zu können. Weiter geht's mit dem Striker X Combat Shirt. Das haben wir euch auch schon mal im Detail vorgestellt, aber noch nicht in ATEX Yukon. Hier zu sehen, dann auch in der Kombination natürlich unterschiedliches Torsomaterial versus dem Brust- und dem Armbereich. Im Armbereich setzt man auf 57% Polyamid und 43% Baumwolle, während im Torsobereich hier 70% Lyocell, 23% Polyamid, 7% Elastan benutzt wird. Von der Ausstattung her ganz typisch UF Pro, wirklich an jedes Detail gedacht. Natürlich ein hochschließender Kragen, um auch mit dem Waffenriemen gut arbeiten zu können.
Der Kragen lässt sich natürlich auch umlegen, um ein bisschen mehr Garrison-Look hinzubekommen, wenn man das denn gerne möchte. Lässt sich mit Klett das Ganze verschließen, innen ganz leicht mit einem Polster versehen. Dann natürlich auch der Brustbereich lässt sich nochmal komplett öffnen, um hier maximal Airflow zuzulassen, wenn das notwendig ist, ist auch geklettet. Hier 2 Streifen für Namen und Einheit. Dann habt ihr hier im Schulterbereich wieder die Airpacks, die wir euch eben auch schon beim M2 Parker gezeigt haben. Und hier die typische Ziellasche, mit der ich mit dem Mund mich einhaken kann, um dann hier die Oberarmtasche aufzuziehen. Das heißt, ich beiße hier rein, ziehe das auf und zum Zumachen halte ich unten einfach gegen und dann habe ich damit die Tasche geöffnet. Bietet auch genügend Platz, um hier Gegenstände unterzubringen. Bitte einmal zur Seite. Oberarmtasche natürlich auch wieder UF Pro typisch Klett mit Einschub für einen Stift oben. Und hier hat man nochmal als Besonderheit auf der Rückseite einen Zipper, den man öffnen kann und offen stehen lassen kann. Und dann ist hier ein Mesh-Bereich, der nochmal zusätzlich für Ventilation sorgt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Arm bewege, wird da Luft eingesogen und damit habe ich dann hier die Zirkulation. Gehe ich mal ganz rum. Hier sieht man nochmal schön, dass im Rückenbereich natürlich der Torso-Bereich, also der Spandex-Bereich komplett hochgezogen wird. Der auf der Brust geht er weiter runter, weil da eben halt auch der Plattenträger sitzt. Okay, dann noch einmal zur Seite und den Arm so hoch, genau. Hier habe ich jetzt nochmal ein Special und das hat sonst kein Combat-Shirt, was wir kennen. Und zwar ist hier auch nochmal ein Polster eingearbeitet an den Seiten. Ihr kennt das vielleicht auch von den UF Pro Hosen. Die haben ja dann auch hier im hinteren Bereich nochmal ein Polster, was hier nach oben geht. Und da durch die Seitenteile hier am Combat-Shirt schließt sich der Kreis dann quasi, wenn ihr mit einem Battlebelt arbeitet oder eben auch mit einem größeren Gefechtsgurt. Einfach hier, wo dann die Gegenstände anliegen oder Druck aufkommt oder auch vom Beckengurt von einem Rucksack, habt ihr dadurch einfach nochmal mehr Komfort, genau an den Stellen, wo es wehtut oder wo es wichtig ist in dem Fall. Okay. Ja, dann haben wir tatsächlich auch schon das Combat-Shirt durch und gehen mal direkt weiter auf die Hose. Dafür bringen wir den Tim aber mal in eine erhöhte Position. Bei der Hose hat man sich bei UF Pro bei der Sonderserie für die ATEX Yukon Serie für das ULT-Modell entschieden. Tatsächlich nicht die neue Striker X Generation 2, die wir euch ja auch schon auf den Messen jetzt vorgestellt haben und auch im Studio tatsächlich schon, sondern für die ULT macht auf jeden Fall auch Sinn in dem Fall, weil wir ja hier von einem heißen Klima ausgehen und deswegen ist es das ULT-Modell geworden. Ja, was hat sie an Features, die ULT-Hose? Erstmal das Material. Wir haben hier 57% Polyamid und 43% Baumwolle im Hauptbereich. Die Stretch-Einsätze, die hier verwendet werden, ist Schoeller Dynamic Stretch Material. Im Gesäßbereich zum Beispiel, da wird 92% Polyamid und 8% Elastan verwendet. Im Kniebereich haben wir 100% Polyamid, 6.6. Das ist einfach nochmal zusätzlich als Schutz gegen den Abrieb, wenn hier denn auch Protektoren oder auch ohne Protektoren, dass hier ein bisschen Schutz gegeben wird. Wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch und schauen uns erstmal den Gürtelbereich an. Hier setzt UF Pro auf Cordura Gürtelschlaufen. Die sind auch hier zum Öffnen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, euren Battlebelt einzuführen. Wenn es ein 45 mm Battlebelt ist, dann kann der hier direkt geführt werden und hier vorne dann nochmal fixiert. Im unteren Bereich auch nochmal eine abgenähte Lasche, um hier zum Beispiel eine Sicherungsleine für Dummy-Cord anzubringen, um Gegenstände in der Hosentasche sichern zu können. Der Flexbelt, der jetzt bei der Striker X Generation 2 abnehmbar ist, ist hier noch fest verbaut. Das heißt, ihr habt einen Innengürtel, der hier an dieser Stelle fest vernäht ist und der sich hier dann einmal mit der Gürtelschlaufe vorne verbindet. Die Gürtelschlaufe lässt sich von beiden Seiten einstellen. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall dann eine flache Front, wo dann die Cobra-Buckel zum Beispiel drauf sitzen kann von eurem Einsatzgürtel. Und dann könnt ihr das Ganze hier entsprechend auch mit den Laschen sauber fixieren und aufräumen. Dann gucken wir uns gleich noch die Hinterseite an. Auch hier wieder Gürtelschlaufen, wie sich das gehört. Hinten auch nochmal ein Klettbereich, um eben den als Innengürtel zu funktionieren, ohne einen Innengürtel nutzen zu müssen. Kann ich hier direkt meinen Haken, Klett, Außengürtel einführen. Und hier hat man nochmal im hinteren Bereich ein hochgezogenes Steißbein, einen hochgezogenen Steißbeinbereich, der gepolstert ist, eben auch da, um hier nochmal maximalen Komfort zu geben. Hier sieht man jetzt auch schon mal
ganz schön die Stretch-Bereiche, die dann genau da, wo eben viel Bewegung stattfindet in der Hose, eingesetzt worden sind. Das heißt, hier über das komplette Gesäß, im Schritt und im Kniebereich habe ich diese Bereiche, die dann dafür sorgen, dass man da ein bisschen flexibler unterwegs ist. Okay, dann wieder ganz zurück. Bei der Taschenkonfiguration habt ihr große Eingrifftaschen, das heißt, hier kommt man auch mit Handschuhen perfekt rein. Ihr seht, hier ist fast Platz für 2 Hände nebeneinander, zumindest von meinen Händen. Dem Björn seiner Hand würde hier wahrscheinlich nur einfach reinpassen, ein kleiner Seitenhieb. Aber auf jeden Fall genügend Platz zum Einschieben. Auf der linken Seite, also auf der Seite, wo auch ich jetzt gerade bin, ist hier nochmal eine versteckte Tasche in die Naht eingearbeitet, wo ich dann einfach nochmal in Fingertiefe kleinere Gegenstände unterbringen kann. Weiter hinten in dieser Tasche ist dann nochmal eine Abnähung durchgeführt worden. Das heißt, ihr habt die große Hosentasche und habt im hinteren Bereich dann nochmal diesen abgenähten Bereich, der perfekt ist für zum Beispiel einen Folder oder eben eine Taschenlampe oder auch ein Pistolenmagazin kann man hier ohne weiteres unterbringen. Dann geht es weiter mit den Oberschenkeltaschen. Die sind mit einer großen Flappe versehen und hier mit Slotted Buttons, habe ich vorher schon mal geöffnet. Das heißt, die Buttons sind auch immer unter der Flappe versteckt. Im Eingangsbereich für diese Tasche ist hier nochmal Shockcord eingesetzt worden, was dann innen verknotet ist. Das heißt, wenn ihr das von der Weite oder von der Enge regulieren wollt, müsst ihr die Knoten dann entsprechend anpassen, damit die Tasche eben einfach auch immer zugehalten wird. Und ansonsten natürlich das typische UF Pro Blase-Balk-Verhalten oder wie es auch bei vielen anderen Combat-Hosen der Fall ist, dass einfach die Tasche eng anliegt, wenn sie leer ist, aber durch diese Falznaht dann trotzdem ordentlich gefüllt werden kann. Der Zugriff kann auch über die Front erfolgen. Dazu habt ihr hier einen Zipper von YKK. Der ist bei der ULT noch so gelöst gewesen, dass der auch gleichzeitig zur Belüftung dient. Das heißt, wenn ihr jetzt so den Reißverschluss offen lasst und offen stehen lasst, dann habt ihr hier die Belüftungsfunktion, keine Sorge. Die Tasche, die hier auch zugreifbar ist von vorne, hat innen drin nochmal einen zusätzlichen Zipper. Das heißt, den seht ihr hier weiter links, von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts. Am Bein ist dann hier der Mesh-Bereich, der dann hier am Oberschenkel für die Belüftung sorgt. Und wenn ich jetzt in die Tasche zugreifen will, muss ich quasi diese Tasche aufmachen und dann kann ich hier den Zipper aufmachen und dann kann ich hier in die Oberschenkeltasche zugreifen. Da sieht man hier auch nochmal schön, da hat man auch nochmal elastische Bänder eingesetzt, um hier dann auch den Inhalt nochmal zusätzlich fixieren zu können. Kniebereiche von UF Pro auch bewährt seit vielen Generationen. Ihr habt den verstärkten Kniebereich, wo ich schon vorhin drüber gesprochen habe. Im oberen Bereich einen Zipper, um dann da eben auch die Polster von UF Pro einsetzen zu können. Die sind in der Regel zweiteilig, das heißt, ihr habt einen weichen Einsatz, den ihr einfach in den großen Bereich reinschiebt und dann habt ihr auch vorne nochmal eine Unterteilung, wo dann auch das Hard Knee Pad eingesetzt werden kann, um eben hier nochmal zusätzlich Polsterung und Schutz im Kniebereich nutzen zu können. Bitte einmal 180 Grad. Der Kniebereich lässt sich natürlich auch feststellen, das wollen wir ja auch so haben, denn wenn das Kniepad eingesetzt ist, soll das natürlich nicht irgendwo in der Gegend herumschlackern, sondern immer schön vorne vor der Kniescheibe sitzen. Und dafür hat man hier im hinteren Bereich eine Klettlösung, die kann ich dann enger oder weiter stellen, um eben den Kniebereich anzupassen. Und bei Nichtbedarf liegen hier die Flappen einfach drüber. Können wir auch gleich noch einen Schritt weiter runtergehen. Da sieht man nämlich gleich das nächste Feature. Das ist der Beinweitsteller von UF Pro. Ihr habt quasi immer bei jeder Hose oder bei vielen Hosenmodellen hinten einen Reißverschluss, der euch das ermöglicht, hier das Bein nochmal weiterzustellen, was zum einen beim Stiefeleinstieg hilft, beziehungsweise generell beim Anziehen der Hose mit dem Stiefel. Dann könnt ihr da das weiterstellen. Ihr könnt natürlich das auch einfach so weit stellen, wenn ihr sagt, ich brauche ein bisschen mehr Platz, Komfort im Beinbereich. Und bei der ULT ist hier zusätzlich nochmal Mesh untergebracht, also auch hier nochmal eine Funktion, um eben Atmungsaktivität zu gewährleisten. Gucken wir mal, ob wir den Stiefelhaken zum Vorschein bringen. Genau, hier ist er. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Viele mögen ihn nicht, ich mag ihn sehr gerne. Stiefelhaken ist dafür da, dass ich einfach hier am Stiefel an den Schnürsenkel den Haken befestige und mir somit aus der Hose quasi eine Gamasche bastel, die dann die Hose immer in Position hält. Das heißt, die kann nicht hochrutschen und tut natürlich dann auch noch Kleinvieh davon abhalten,
in die Hose reinzukommen. Zusätzlich gibt es natürlich auch nochmal einen Verstellgurt, der hier mit einem Slotted Button ausgeführt ist, um das Ganze nochmal enger zu machen. Sehr, sehr coole Hose auf jeden Fall, schön leicht, so wie man sich das auch wünscht. Ist an alles gedacht worden. Es gibt mit Sicherheit noch zig andere Features, die ich jetzt in der Schnelle der Komprimierung, weil wir 3 Produkte in einem Video haben, nicht genannt habe. Aber wie gesagt, ich empfehle euch dafür einfach auch nochmal auf unserem Kanal zu schauen, beziehungsweise hier in der Videobeschreibung. Da packen wir euch alle Produkte nochmal als Einzelvideos mit dazu und dann könnt ihr die in aller Ruhe anschauen. Das war unsere Vorstellung der UF Pro Uniform in ATEX Yukon. Ihr bekommt die Sachen bei Regan Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zum neuen Muster? Ich meine, die UF Pro Sachen sind ja bekanntlich gut. Da brauchen wir nicht groß drauf eingehen. Könnt ihr aber gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn euch da nochmal irgendwas dazu einfällt. Aber ansonsten würde uns brennend interessieren, was ihr zum neuen Tarnmuster sagt. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Kommt hin. Ja, schön.